Hallo zusammen. Habt ihr euch jemals gefragt, wie man mit starken Kopfschmerzen umgeht? In dieser Geschichte erzähle ich euch meinen persönlichen Weg. Und gleichzeitig lernt ihr wichtige deutsche Vokabeln, die ihr in Alltagssituationen benutzen könnt. Die besten Wörter findet ihr übrigens auch in unseren Shorts. Und jetzt lasst uns direkt in die Geschichte eintauchen. Es begann an einem normalen Herbstmorgen. Das Fenster war noch beschlagen. Draußen war dichter Nebel über den Häusern. Irgendwo bellte ein Hund. Ich wollte aufstehen, aber schon beim Öffnen der Augen hatte ich starke Schmerzen in den Schläfen. Es fühlte sich an, als würde jemand mit einem Hammer auf meinen Kopf schlagen. Jeder Atemzug tat weh. Ich setzte mich langsam auf, massierte meine Stirn und versuchte ruhig zu bleiben. Es wird schon gehen, murmelte ich, während ich ins Badezimmer ging. Aber der Schmerz wurde stärker. Ich konnte nicht richtig frühstücken. Das helle Licht in der Küche machte alles schlimmer. Ich trank hastig einen Schluck Kaffee, aber es half nicht. Ich sah auf die Uhr. Ich musste los, sonst würde ich zu spät kommen. Auf der Fahrt zur Arbeit blendeten mich die Straßenlaternen wie Messerstiche. Die Lichter der Autos stachen mir in die Augen. Jede Bewegung machte den Schmerz schlimmer. Meine Hände zitterten am Lenkrad. Ich fragte mich, wie lange ich das noch aushalten könnte. Schließlich musste ich das Auto abrupt anhalten. Ein älterer Mann klopfte ans Fenster. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich nickte schwach, hielt mir die Stirn und flüsterte: Kopfschmerzen. Sehr stark. Von diesem Tag an war mein Leben anders. Anfangs dachte ich, es sei nur Müdigkeit. Vielleicht zu viel Kaffee oder zu wenig Schlaf. Aber die Schmerzen kamen jeden Tag zurück, morgens und nachts. Sie waren im Nacken. Sie zogen hinter die Augen. Sie ließen mich nicht los. Ich konnte nicht lachen wie früher. Ich konnte nicht gut arbeiten. Ich konnte nicht schlafen. Meine Mutter sagte oft: Das ist nicht normal. Geh bitte zum Arzt. Meine Freunde gaben mir Schmerztabletten und sagten, es wird schon besser. Aber es wurde nicht besser. Wochenlang nicht. Schließlich hörte ich auf meine Frau. Sie sagte ernst: Du kannst so nicht weitermachen. Such dir einen Spezialisten. Im Wartezimmer des Arztes roch es nach Desinfektionsmittel. Die Menschen saßen still. Manche flüsterten nervös. Andere starrten auf ihre Handys. Als ich an der Reihe war, erzählte ich dem Arzt alles. Jeden Morgen wache ich mit Kopfschmerzen auf. Hinter den Augen zieht es. Licht und Geräusche tun weh. Der Arzt hörte zu. Er nickte oft und schrieb etwas auf. Wir müssen alles genau prüfen. Schmerzmittel reichen nicht. Ich verschreibe Bluttests, ein EEG und ein MRT. Mein Herz klopfte schnell. MRT. Nur das Wort machte mir Angst. Auf dem Heimweg hatte ich nicht nur Schmerzen, sondern auch Panik. Ich sah Bilder in meinem Kopf. Tumore, Operation, schlimme Nachrichten. Jede rote Ampel und jeder hupende Wagen ließ mich zusammenzucken. Am Tag des MRT war ich sehr nervös. Ich lag auf der kalten Liege. Das MRT-Gerät schob mich in das enge Rohr. Dann begann das laute Geräusch. Hämmern, pochen. Als wäre ich in einer Fabrik. 30 Minuten still liegen. Jede Sekunde fühlte sich wie ein Jahr an. Mein Herz schlug schnell. Ich atmete flach. Ich schloss die Augen und betete. Als das Ergebnis kam, zitterten meine Hände. Ich öffnete den Umschlag langsam. Dort stand: Befund unauffällig. Kein Tumor. Keine Gefahr. Ich atmete tief ein. Ich lachte fast vor Erleichterung. Aber die Kopfschmerzen blieben. In den nächsten Wochen probierte der Arzt viele Medikamente. Stärkere Schmerzmittel, spezielle Migränetabletten, sogar leichte Beruhigungsmittel. Anfangs ging es etwas besser. Aber die Schmerzen kamen zurück, wie Schatten, die nie verschwinden.
Die Nebenwirkungen waren schlimm. Schlaflosigkeit, Gereiztheit, Müdigkeit. Ich fühlte mich wie ein Gefangener in meinem Körper. Eines Abends lag ich im Bett. Ich hatte Tränen in den Augen. Das schwache Licht der Lampe war zu hell. Meine Frau setzte sich neben mich. Sie nahm meine Hand und sagte leise: Wie lange willst du nur Tabletten nehmen? Du hast alles geprüft. Gott sei Dank ist es nichts Gefährliches. Vielleicht liegt das Problem nicht im Kopf, sondern in deinem Leben. Diese Worte trafen mich tief. Am nächsten Morgen begann ich ein Experiment. Ich kaufte ein kleines Notizbuch. Ich schrieb alles auf, was ich aß, wie viel ich schlief, wie lange ich am Computer saß, wie viel Stress ich hatte. Ich notierte sogar das Licht im Arbeitszimmer, die Sitzhaltung und wann ich Pausen machte. 2 Wochen lang schrieb ich alles auf. Dann sah ich die Muster. Wenig Wasser, Kopfschmerzen. Lange Sitzen, steifer Nacken, Schmerz. Späte Nächte mit Handy, Hämmern am Morgen. Stress, kein Medikament half. Ich verstand, mein Körper wollte Veränderung. Ich änderte mein Leben. Eine Wasserflasche war immer dabei. Jede Stunde stand ich auf, streckte mich und atmete tief. Ich stellte die Bildschirmhelligkeit ein, hielt Abstand und gönnte meinen Augen Pausen. Abends legte ich das Handy weg und las ein Buch. Ich machte kleine Spaziergänge im Park, beobachtete die Sonne auf den Blättern, hörte die Vögel. Ich machte 5 Minuten nur für mich. Ruhig atmen. Tief. Ohne Gedanken. Die ersten Wochen waren schwer. Ich zweifelte oft. Ich wollte aufgeben. Aber dann merkte ich, die Kopfschmerzen wurden leichter. Nach einem Monat gab es Tage ohne Schmerzen. Nach 3 Monaten war ich ein neuer Mensch. Der tägliche Kampf war vorbei. Nur manchmal, bei Stress oder wenig Schlaf, kam der alte Schmerz zurück. Heute erzähle ich jedem, der Kopfschmerzen hat, meine Geschichte. Ich sage, geh zum Arzt. Mach alle Untersuchungen. MRT. So kannst du sicher sein, dass nichts Gefährliches dahinter steckt. Aber danach, hör auf deinen Körper. Heilung liegt auf den kleinen Dingen. Wasser, Schlaf, Ruhe. Meine Kopfschmerzen haben mich fast zerstört. Aber am Ende wurden sie mein größter Lehrer. Sie zeigten mir, der Körper spricht mit uns. Wir müssen lernen, zuzuhören. Zum Schluss, liebe Zuschauer. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen und ihr habt neue Wörter und Ausdrücke gelernt. Denkt daran. Hört immer auf euren Körper und geht zum Arzt, wenn ihr gesundheitliche Probleme habt. Schaut unbedingt auch unsere Shorts an. Dort erkläre ich die wichtigsten Wörter aus der Geschichte mit Übersetzung und Beispielsätzen, damit ihr sie leicht behalten könnt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund und lernt weiter Deutsch.